Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wir sprechen heute nicht über einen Anschluss an ein Apple-Gerät. Nein, ihr habt es gerade am Intro gesehen und gehört. Wir sprechen über die coole P38 Lightning aus dem Hause Lockheed in der H-Version, dem Kobi-Set 5726. Und dieses Flugzeug sieht nicht nur cool aus, wegen seinem ikonischen Doppelleitwerk und diesen beiden Motoren und dem Cockpit in der Mitte. Nein, das Flugzeug ist für mich besonders, weil der Autor des kleinen Prinzes, Saint-Exupéry, mit diesem Flugzeug in der Aufklärerversion abgestürzt ist. Und es ist eines der tollsten Bücher der Welt und eine Hommage an die Liebe und die Freundschaft der kleine Prinz. Und sein Roman, sein Buch Flug nach Arras ist eine Liebeserklärung an die Fliegerei. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und ans Herz legen kann ich euch auch hoffentlich dieses Set. Kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir es uns genauer an. Ja, Freunde, da haben wir das Set aus dem Hause Kobi in Lizenz von Lockheed Martin, kann man ja eigentlich so sagen, denn Kobi hat die Lockheed Martin Lizenz. Diesen Historical Collection Flieger World War II ist klar im Maßstab 1:32 die Lockheed P38 Lightning HH. 5726 heißt das Set, 545 Steinchen und eine Minifigur, den Piloten. Da haben wir das Flugzeug mit Pluto, die 208, ich glaube es soll Pluto sein. Wir sehen hier oben, der Flieger ist über den Wolken, denn es war ja ein Flugzeug, was sehr, sehr hoch Geleitschutz geben konnte. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir die Fakten, die ihr von mir gleich bekommt. Wir sehen eine Draufsicht auf das Flugzeug. Wir sehen, das Flugzeug wird eine Spannweite von 50 cm haben, 35 cm lang sein. Wir können die Propeller drehen, die Landeklappen können wir bewegen, bzw. das Querruder, und wir können das Fahrwerk ein- und ausfahren. Und wir haben einen Piloten der US Army Air Force. Ja, Freunde, früher war die Air Force noch eine Unterabteilung quasi der US Army. So, Freunde, aber viel wichtiger ist ja immer, wir drehen es mal, was verbirgt sich hier in dem Karton, und das zeige ich euch nach meinem riesengroßen, aufwendigen Zaubertrick. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Karton gehext. Unsere Lockheed Lightning, die P38. Tolle Anleitung, sehr groß, gefällt mir, DIN A4, Klammer gebunden. Schauen wir uns aber gleich an. Viel wichtiger, wir haben zwei große Bauabschnittstüten mit vielen Untertüten. Da sind die super guten, coolen Kobi-Steine drin. Aber wir wollen ja wissen, wann wurde das alles gepackt? Am 18.01.22 um genau 10 Uhr in der Kobi-Fabrik in Polen. Freunde, jetzt schauen wir uns die Anleitung an. Wie gesagt, sehr groß. Wir haben quasi den Himmel weg, dafür ein schönes Blau. Ab 9 Jahren die traurige Zwiebel, Captain Planet, ein Mann, der Pfeile schießen kann, ein Monster, was viele Zähne hat, ein Löwe und so weiter und so fort. Kobi-Anleitungen wie folgt. Was wir bauen ist farblich, sehen wir hier beim Schritt 1 aus der Bautüte 1. Was wir dann weiterbauen ist auch farblich, was gebaut wurde ist farbentsättigt. Pfeile weisen uns den Weg, die auch mal sich im Kreise drehen können, wenn wir halt den Baukörper drehen. Und wir haben auch Legenden, wo wir Teils anlegen können, damit wir wissen, welche Teils wir hier bauen, welche wir hier brauchen. Und wir sind dann sogar hier im Einsatz mit Bauperlen, die ganz berühmten Bauperlen, diese extra Noppen, diese modularen Noppen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und fertig sind wir dann. Am Ende gibt es immer tolle Werbung. Oh, Freunde, freue ich mich gleich auf euch das zu zeigen. Nach 82 Bausteps mit dem Fahrwerk, denn Kobi hat ja keine Seitenzahlen, sondern nur diese Bausteps. Wie gesagt, letzte Seiten dann immer Teileübersicht, und wir sehen hier viele bedruckte Teile, denn bei Kobi in den neuesten Sets keine Aufkleber, alles Pad printed. Und jetzt kommen wir zur Werbung. Wow, viele coole Schiffe. Hier die Hood, die seht ihr auch bei mir im Hintergrund. Ein U-Boot habe ich auch, das kommt auch mal irgendwann. Und dann hier ein paar Fahrzeuge, habe ich euch schon vorgestellt, Freunde, schaut mal bitte oben auf dem i, meine Kobi-Playlist. Glaubt mir, Freunde, es lohnt sich. Kobi ist wirklich ein toller Hersteller, und hier auch, oh, gerade die beiden Franzosen, zuckerschöne Modelle, habe ich sehr gerne gebaut. Wie gesagt, schaut ruhig mal oben auf dem i. Ich wünsche mir jetzt viel Spaß beim Bauen, euch viel Spaß beim Fakten während des Speedbuilds, meine Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und Freunde, natürlich könnte ich heute mit euch über die P38, die Lightning, sprechen oder über Herrn Saint-Exupéry. Ich habe euch das ja vorhin im Intro bzw. in der Einleitung erzählt. Aber ich denke, Kobi hat ja noch eine ältere, und vielleicht bringen sie auch noch mal eine neuere Version der P38, und dann heben wir uns genau diese Geschichte dafür auf. Ich möchte mit euch heute über den Namen sprechen, der auch auf diesem Kobi-Karton gedruckt ist, nämlich
über Lockheed. Und dann lasst uns doch über den Gründer von Lockheed sprechen und über den Ingenieur später, der die P-38 gebaut hat. Also fangen wir an mit der Geschichte über Allen Haynes Lockheed, der von 1889 bis 1969 gelebt hat. Obwohl er mit dem Nachnamen Lovehead geboren war, wählte der amerikanische Flugzeughersteller 1926 Lockheed als Firmennamen, den er dann 1934 auch offiziell annahm. A. Lovehead arbeitete 1910 als Automechaniker in Chicago und brachte sich in dieser Zeit das Fliegen in einer Curtiss bei, die seinen Arbeitgeber gehörte. Damals begann er schon, seine eigenen Flugzeuge zu bauen. Nach der Rückkehr ins heimatliche Kalifornien gründete er 1913 mit seinem Bruder Malcolm die Alco Hydro Aeroplane Corporation, die nur ein einziges Flugzeug hatte. 1916 gründeten die Brüder die Lovehead Aircraft, die sich mühevoll bis 1921 hielt. 1926 machte Allen Lovehead zusammen mit dem Konstrukteur John Northrop einen geschäftlichen Neuanfang, diesmal unter dem Namen Lockheed Aircraft Corporation, und baute Northrop imposanten stromlinienförmigen Eindecker Vega. 1932 wurde die Firma Lockheed an eine Investorengruppe verkauft und entwickelte sich zu einem der führendsten Flugzeughersteller der Vereinigten Staaten von Amerika. Lockheeds eigenen Firmen erging es leider nicht so gut. Die 1930 gegründete Lockheed Brothers Aircraft Corporation scheiterte ebenso wie die 1937 gegründete Alcor. Ja, Freunde, nicht jeder hat halt ein glückliches Händchen. Trotzdem gibt es die Firma Lockheed, heute ja als Lockheed Martin, immer noch. Aber ich habe euch ja gesagt, wir sprechen auch über den Ingenieur bzw. den Konstrukteur eben dieser P-38, die ich für euch baue. Wir sprechen über Clarence Leonard Johnson, der von 1910 bis 1990 gelebt hat. Der amerikanische Flugzeugkonstrukteur Kelly Johnson entwickelte während seiner 40-jährigen Tätigkeit für Lockheed viele hervorragende Flugzeuge. Von der University Michigan erhielt er 1932 sein Diplom in Luftfahrzeugtechnik, ging im folgenden Jahr zu Lockheed und entwickelte dort bis 1938 als leitender Forschungsingenieur die Karriereleiter immer weiter, ist er halt aufgestiegen. Zu den 40 Flugzeugtypen, die er für die Firma konstruierte, gehörten das Kampfflugzeug P-38 Lightning, was ich gerade baue, die Verkehrsmaschine Constellation, auch von Lockheed, der Strahldüsenjäger P-80 Shooting Star, der Starfighter F-104, den ich euch hier schon mal vorgestellt habe von Bluebricks, sowie die U-2, den Spionageaufklärer, die FY-12A und den Höhenaufklärer SR-71, das schwarze Ungetüm, was viele Leute für ein UFO hielten, die Blackbird. Ja, Freunde, jetzt habt ihr von mir 2 coole Personen bekommen der Geschichte, der Luftfahrzeuggeschichte, der Avionik. Freunde, ich bin aber jetzt schon mit dem Bauen fertig. Viel Spaß beim Review. Ja, Freunde, nach 1 Stunde und 25 Minuten ist sie fertig, unsere P-38 Lightning. Die 545 Steine zu bauen haben richtig Spaß gemacht. Ihr seht das Ergebnis. Viele glatte Flächen, oben überhaupt keine Noppen zu sehen. Natürlich von unten, wieder typisch Kobi, haben wir viele Noppen, beziehungsweise die umgekehrten Noppen, die Tubes. Das ist die Lightning von unten. Sie hat wirklich Spaß gemacht zu bauen, typisch Kobi. Wir haben viele Bügelperlen verbaut. Wir haben hier Baurichtungsumkehr, wir haben Baurichtungsversatz, wir haben diese doppelten Jumpers auf einer 2x2er Plate. Das gefällt mir richtig gut. Dieses Flugzeug hat nur eine richtig große Schwäche, die zeige ich aber euch erst gleich, Freunde. Ich bin ein bisschen aufgewühlt, weil ich noch nie sowas bei Kobi erlebt habe und ich bin ein großer Kobi-Freund und das ärgert mich sehr. Ich gebe einen kleinen Teaser. Ja, schauen wir uns erst den Piloten an. Die Minifigur vom Piloten, die ist cool. Die seht ihr gleich rechts nochmal in groß. Er lacht schön, er hat seine Fliegermontur an, er hat die Schwimmweste und den Fallschirm, braune Schuhe, schwarze Handschuhe und eine coole Fliegermütze mit Fliegerbrille. Rückseite ist nicht bedruckt. Bedruckt ist aber auch hier die Typenplate auf dieser Slope mit Lockheed Martin P-38 Lightning H und mit den amerikanischen Hoheitsabzeichen den Stern auf blauen Grund. Den sehen wir auch ganz oft hier, weil alles bedruckt, schön auf den Fliesen. Was es noch on top gab, waren ein paar Steinchen mehr, eine Bügelperle, einen
ja, Bügelperlenaufnopper und 3 Steinchen. Hier den einmal 2er C-Clamp doppelt und einmal 1er. Ist ganz gut, weil ab und zu mal die brechen können beim Fahrwerk. Und das Fahrwerk, Freunde, ist das, was mich hier an diesem Fahrzeug wirklich enttäuschen lässt. Das ist so was ich bei Kobi noch nicht erlebt habe. Ich finde, das ist meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion. Sollte ich es falsch gebaut haben, sollte ich mich dumm angestellt haben, Freunde, scheut euch nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Aber ihr seht es jetzt hier schon, das hängt hier hinten fast auf. Ja, ich kann gar nicht so richtig damit fahren, weil der Propeller muss halt in einer bestimmten Stellung sein. Dann kann ich damit fahren, weil dieses Fahrwerk nur ganz kurz rausschaut. Also ich weiß nicht, was ich da noch anders hätte machen sollen. Ihr seht hier die Bauart auf diesen typischen Kobi-Formteil für das Fahrwerk. Ich klappe es so nach innen und dann hängt es hier auf diesem Teil so drauf. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen schräger stellen, ja gut, aber so, wenn ich es gleich habe, so. Aber das war's dann. Also ich gucke bei mir kaum aus den Fahrwerksgondeln hier raus und dementsprechend, ja, habe ich echt ein Problem, dass die Propeller sich überhaupt drehen im Stand und dass ich überhaupt fahren kann. Ohne dass es, naja, da knickt es sogar ein. Also das Fahrwerk ist hier, finde ich, für mich eine Katastrophe. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal die YouTube-Videos an, die ich mir hier jetzt fürs Intro gezogen habe. Den Herren, der hat einen tollen Account mit sehr, sehr vielen Flugzeugvideos. Da siehst du auch die Lightning und da steht sie viel, viel höher und vor allen Dingen auch dadurch, dass sie sich beim Fahren höher dreht. Und das geht ja hier auch, ja gut, ginge schon. Also ich muss das Fahrwerk vielleicht umbauen, damit ich dann hier auch die Propeller drehen kann. Ich zeige euch das Gerät jetzt nochmal schön von vorne. Hier seht ihr schön die, ja, 2 Rümpfe, sage ich mal, links und rechts mit den Motoren, Gerätschaften, die oben rauskommen, die ein bisschen aussehen wie, ja, Maschinengewehre aus dem Ersten Weltkrieg auf so Doppeldeckern. Da sind wahrscheinlich auch solche Teile für, ja, beim Opel Manta ist es wahrscheinlich der Luftfilter gewesen. Aber hatte die Lightning ja wirklich. Dann haben wir viele Drucke. Wir sehen das hier gerade in dem Motorenbereich, die ja wirklich hier so hängen. Ne? Da sehen wir das. Also richtig cool Drucke. Da das Schwarze, da und da. Plus halt hier das Hoheitsabzeichen. Hier unseren Pluto, da den Schriftzug Pluto und die 208, die wir auch hinten am den Seitenleitwerk sehen. Und hier auch nochmal das amerikanische Sternchen. Also das ist cool, auch dass wir es hier bedruckt haben. Hinten nochmal die, ja, weiße Tarnanstrich oder wie man das nennt, der weiße Tarnanstrich, der ja auch am Seitenleitwerk hier vorgeführt wird. Bauen cool, auch das Cockpit ist bedruckt, da sehen wir es, da die Haube, die wir abnehmen können und wir können den Piloten da auch reinsetzen. Das mache ich aber nicht, weil ich ja hier nochmal ein bisschen was bauen möchte, damit das Fahrwerk hier wirklich funktioniert. Ich klappe es ein, dann könnt ihr auch mal sehen. Richtig cool. Es versenkt sich fast genauso tief, wie es rausguckt im Normalzustand. Das ist für mich hier wirklich eine, ja, Katastrophe. Da habt ihr mal einen Vergleich. Großer Unterschied ist das nicht. Sollte ich mich wirklich verbaut haben, habt ihr das auch umgebaut? Schreibt das bitte unten in die Kommentare. Ich bin hier wirklich ein bisschen enttäuscht von Kobi. Also es ist das erste Mal so richtig, dass ich sage, boah, nee, das hätte ich mir nicht kaufen sollen. Ist es sehr groß? Das, gut, hätte ich mir denken können, denn auf dem Karton steht es drauf. Aber das mit dem Fahrwerk stört mich wirklich. Weil, wenn das schon so ist, dann Kobi, bitte einen Stand dazu. Und dann zahle ich auch 10, 15 Euro mehr. Habe ich kein Problem. Hier müsste ich mir jetzt einen bauen oder einen klauen von irgendeinem anderen Flugzeugmodell von Kobi. Da habe ich ja Gott sei Dank genug. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Trotzdem, nee, sowas verkaufe ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich sagen muss, Kobi hat wirklich Aufgabe verfehlt. Habe ich die Aufgabe verfehlt? Freunde, wie gesagt, scheut euch nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Ich muss jetzt gucken, wie ich hier Detailfotos hinbekomme. Hab gerade ganz ehrlich zum ersten Mal nicht mehr so richtig Lust auf ein Kobi-Review, das zu Ende zu bringen. Aber es gehört sich so, denn eigentlich macht mir das Videodrehen ja Spaß. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht wegen diesem blöden Fahrwerk. Naja, also Freunde, jetzt viel Spaß bei den Detailfotos und dann, oh, jetzt geht mir sogar noch die Schnauze hier ab. Aber ich halte meine nicht, denn es gibt Detailfotos, da sage ich euch nochmal was ein bisschen und dann sehen wir uns gleich zum Ende nochmal wieder. Da sage ich auch nochmal ein bisschen. Ja, Freunde, ihr bekommt hier ein paar Detailfotos. Wie immer finde ich ganz gut, so könnt ihr halt euch selber nochmal ein Bild davon machen, auch von meinen Baufehlern, wobei ich behaupten möchte, dass ich am Fahrwerk nicht viel falsch gemacht habe. Ich habe mir sogar das Kobi Produktvideo angeschaut und wenn der Herr dort die Propeller drehen möchte, gibt es einen kleinen Cut.
damit man halt so auch nicht sieht, dass die Propeller den Boden, den Tisch, die Präsentationsfläche berühren. Also für mich sah es so aus. Vielleicht habe ich mich aber trotzdem verbaut. Dann gerne, Freunde, fühlt euch frei, schreibt das in die Kommentare. Wenn es bei euch besser ist, wenn ich da was falsch gemacht habe, wie gesagt, lasst mich da bitte nicht dumm sterben. Naja, und ich möchte euch auch nicht dumm sterben lassen, deswegen gibt es wie immer unten in der Infobox Links zur Lightning, Links zu den Kram, den ich euch erzählt habe, damit ihr es auch nochmal nachprüfen könnt und vielleicht seid ihr auch solche Wissensjunkies wie ich, die dann vom einen Link zum nächsten, zum nächsten kommen, um noch mehr Geschichte, Information aufzusaugen. Des Weiteren natürlich wie immer auch ein Affiliate-Link zum Set und auch ein Link zu buildingbricks.de, einer meiner Kobi-Quellen. Dort gibt es ja einen 10% Rabattcode, der, wem wundert's, Blockster heißt. Da bekomme ich nichts für, der ist nur für euch, denn ich finde ja, geben ist seliger als nehmen und in der Community halten wir alle zusammen. So, Freunde. Das war es jetzt hier mit der Lightning. Wie gesagt, schreibt mir bitte eure Meinung zum Fahrwerk unten in die Kommentarsektion und euch dann jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten rund um das Thema Fahrwerk, ich meine P38 Lightning. Freunde, viel Spaß. Ja, Freunde, wer hätte es mal gedacht, ich bin froh, dass hier ein Kobi-Video zu Ende geht. Das Produkt hier, nenne ich es mal, hat ja einige tolle Vorzüge. Es ist groß, es ist bedruckt, das ist die Lightning, die Form kommt gut rüber, man kann es erkennen. Aber das Fahrwerk hier ist das Fahrwerk des Todes, der Hölle. Das muss ich umbauen und deswegen bin ich ganz froh, das Video jetzt hier abschließen zu können. Aber ich habe so viel Spaß an Kobi gehabt, dann darf auch mal so ein schwarzes Korn, so ein schwarzes Schaf dabei sein. Kann ja nicht alles gut sein. Wenn alles gut ist, Freunde, dann muss man immer vorsichtig sein. Eine typisch deutsche Eigenschaft, die habe auch ich. Nee, Freunde, ich baue es um und dann wird auch dieser Flieger bei mir cool im Regal irgendwo stehen. Also da, wo Platz ist. Ich brauche 50 cm plus X, damit es Platz. Ihr habt es vielleicht bei den Detailfotos gesehen. Diesmal muss man ein bisschen zaubern. Naja, Freunde, trotzdem bitte schreibt mir eure Kommentare zu dem Set unten in die Kommentarsektion. Da gehören sie nämlich hin. Lasst einen Daumen da, vielleicht ein kostenloses Abo und drückt bitte auf die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich keines mehr meiner Videos. Ich fliege jetzt hier mit der Lockheed weg, denn fliegen kann sie fand ich besser als stehen. Freunde, euch ein schönes... ja, was immer ihr auch macht eigentlich. Ein schönes Leben, ein schönes Restwochenende, einen schönen Start in die Woche. Macht es gut, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.